Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Nikolai Stern, ich bin gelernter technischer Zeichner, Ingenieur und Unternehmer und im heutigen Video soll es um die 3D-Maus von 3D-Connexion hier im Bilde gehen. Ich möchte gerne mal zeigen, wie so eine Maus funktioniert und was für mich da die größten Vorteile sind. Ich möchte das auch an einem kleinen Beispiel zeigen, was ich euch hier mitgebracht habe. Dieses Beispiel übrigens, das ist von letztem Jahr von einem Wettbewerb im CAD. Dieser nennt sich WorldSkills Wettbewerb und ist im Prinzip ein internationaler Berufswettbewerb, wo sich die Besten eines Fachbereichs messen. Und da war eben 3D Connexion auch als Sponsor vertreten, weil im Prinzip da die Profis arbeiten und dementsprechend auch ein Profi-Equipment benötigt wurde, um das auch gut nachstellen zu können. Ich nutze es auch in meiner Freizeit, beziehungsweise klar, ich schule CAD, ich bringe Leuten CAD bei und dann dazu gehört eben auch entsprechende Hardware. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich gleich mal. Ich möchte kurz die Aufgabe erläutern, die wir jetzt hier im Bild sehen. Es ist im Prinzip ein Getriebe, was unvollständig dargestellt worden ist, beziehungsweise konstruktiv nicht vollständig ausgeführt worden ist. Die Aufgabe war für die Teilnehmenden des Wettbewerbs, dass sie anhand einer Welle, die haben sie gestellt bekommen, das heißt, diese Welle, diese musste nachgezeichnet werden, das heißt, sie mussten mit dem Messschieber rausmessen, wie groß ist die Welle und dann entsprechend hier, wo jetzt eben die Welle fehlt, dann auch einbinden. Jetzt zeige ich gleich mal die Funktion hier, damit man das Modell einmal sieht. Das heißt, ich drehe jetzt mal an dem ganzen Modell und siehe da, da bewegt sich das Ganze entsprechend und wir sehen wunderbar das Modell hier, wie sich das bewegen kann. Ich drehe tatsächlich diesen Knauf hier, ja, und dadurch bewegt sich dann auch das entsprechende Modell. Im Prinzip geht das gleiche auch im Zoomen, kann ich mit rauszoomen, kann ich reinzoomen und man sieht schon, man ist da unfassbar schnell, kann da reinzoomen, durchgehen etc. und das Modell entsprechend drehen und wenden, wie man es benötigt. Das ist der große Vorteil von so einer 3D-Maus. Ich habe noch ein paar mehr Vorteile, die möchte ich natürlich auch gleich nochmal erklären, was das für mich bedeutet und wie mein Zugang vielleicht auch zu so einer 3D-Maus dann tatsächlich ist oder war. Wie gesagt, die Teilnehmer mussten jetzt hier die Welle einzeichnen und man sieht es jetzt auch hier schön. Man hätte natürlich das Ganze auch einfach so konstruieren können, aber dann wäre es vermutlich nicht richtig gewesen und es hätte Punktabzug gegeben. Die Teilnehmer haben das übrigens mit Bravour gemeistert, das heißt, die Welle wurde entsprechend rausgemessen und dann mit den Kleinigkeiten, mit den Toleranzen auch entsprechend hier angepasst und dadurch haben wir dann natürlich ein wunderbares Ergebnis am Ende des Tages hier gehabt und es wurde klassisch hier mit eingebaut. Ja, großer Vorteil von so einer 3D-Maus ist, man darf ja nie vergessen, dass im Prinzip so eine 3D-Maus auch der eigene Zugang ist zu dem 3D-Modell. Das heißt, das ist der direkte Zugriffsweg, um eben das 3D-Modell in die entsprechende Richtung zu drehen und zu wenden, wie man das eben dann selbst benötigt. Es ist sicherlich deutlich einfacher, als nur mit der Maus zu arbeiten und zu scrollen. Ja. Faktisch ist es so, ich persönlich nutze es auch in der Kombinationsmöglichkeit, ist natürlich auch nicht verkehrt. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz speziell auf eine gewisse Ansicht draufschauen möchte, jetzt hier auf rechts, dann klicke ich auch gerne mal auf diesen View Cube oder ich nutze eben unten diese Taskleiste hier und richte mir mein Modell entsprechend aus. Ja, nichtsdestotrotz, für mich ist das im Prinzip mein Werkzeug, mein Tool, um das Modell direkt zu bearbeiten, direkt damit zu hantieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben diese Tools tagtäglich in der Hand, zumindest wenn wir damit konstruieren. Das heißt, da ist Qualität angesagt. Man ärgert sich, wenn das nicht anständig funktioniert, beziehungsweise wenn es auch nicht so flüssig läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt, nicht so feinfühlig ist etc. Man kann hier in dieser Software auch alle Einstellungen nochmal feinjustieren. Das heißt, man kann die Intensität ein bisschen einstellen, man kann sich diese Tasten hier entsprechend programmieren, die zu sehen sind. Man kann hier verschiedene Sachen, jetzt beispielsweise hier den Fit, kann man eingeben. Ja, man hat eine Escape-Taste mit dabei, die benötigt man auch relativ häufig in Fusion 360. Das heißt, man kann eigentlich seine linke Hand hier an diesem Tool behalten und eben dann damit auch wunderbar arbeiten und muss nicht immer auf die Tastatur wechseln. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Auch nochmal eine Aufnahme von meinem Bildschirm und eben dem entsprechenden Bewegungsbefehl. Das heißt, hier drehe ich das Modell nochmal. Das heißt, in diese Richtung, andere Richtung geht wunderbar. Ich kann natürlich da extrem schnell reingehen und mir dann hier entsprechend das Ganze bearbeiten.
Ich kann jetzt hier logischerweise, ja, um das mal zu vervollständigen, ich kann jetzt hier auch mal diese Welle einfügen, kann hier sagen, aktuelle Konstruktion einfügen. Und was ich vielleicht davor vergessen habe zu erwähnen, logischerweise, klar, jetzt bei mir läuft es hier auf einem Mac, aber das Ganze geht natürlich auch für einen ganz normalen Windows-Rechner. Das heißt, da ist gar keine Problematik da. Wir können hier das wunderbar drehen und wenden und dann entsprechend das auch verknüpfen. Ja, ich suche jetzt mir mal die passende Position aus. Das heißt, wo sitzt hier in etwa die Verknüpfung zu diesem Kugellager hier, und siehe da, jetzt ist die Welle hier schon mal eingepasst und das passt natürlich dann exakt perfekt hier rein. Man sieht schon, man ist da extrem schnell unterwegs und kann hier sehr, sehr einfach diese Anpassungen vornehmen, kann hier die Elemente rein platzieren. Das heißt, das ist überhaupt gar kein Thema. Und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen schneller mache, das heißt hier unten, da fehlt irgendwo auch noch mal ein Kugellager. Das ist hier hinten irgendwo drin. Dann kann das hier entsprechend platziert werden, genauso wie auch die Passfedernoten. Also man sieht schon, das geht unfassbar fix, unfassbar schnell, und ich denke, da hat man auf jeden Fall diverse Vorteile. Wenn man jetzt überlegt, man würde es im Vergleich zu einer normalen Konstruktion machen, oh, das war der falsche, den ich ausgewählt habe. Das heißt, hier diesen Punkt muss ich auswählen, logischerweise, und einmal drehen. Das heißt, da ist man schon deutlich schneller, als es vielleicht mit einer anderen, mit Selbstdrehen und Wenden jetzt so der Fall gewesen wäre. Ja. Also ich bin da zumindest deutlich schneller. Merkt es auch immer, wenn ich jetzt quasi mal meinen Laptop nicht mit dabei oder meine Maus nicht mit dabei habe, dann mühe ich mich da schon auch ab. Oder wenn ich eben bei Schulungsorten bin, wo dann so eine Maus nicht vorhanden ist, dann ist natürlich das auch immer ein kleiner Nachteil für mich, aber bremst mich auch gewissermaßen aus. Das heißt, es ist dann fairer für die Teilnehmer, mir gegebenenfalls zu folgen. Nein, Spaß beiseite. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, sehen wir, jetzt haben wir hier auch wieder, oder habe ich die falsche wieder ausgewählt, die falsche Nut, und die gehört weiter vor. Das heißt, einmal hier hin und siehe da, jetzt wird das Ganze hier eingepasst. Man sieht auch hier schon einen kleinen Abstand. Das heißt, das ist ganz, ganz klassisch für ein Loslager. Das heißt, so wie eins das hier ist, das kann sich hier ein bisschen ausdehnen. Das heißt, wenn die Welle warm werden sollte, dann dehnt sich das hier auch entsprechend richtig aus. Ja, und damit habe ich dann diese Konstruktion auch vollendet. Ja, ganz so trivial ist sie nicht tatsächlich. Also nur für wirklich Erfahrene, die das dann schon können und hinbekommen. Und siehe da, jetzt ist unser Getriebe fertig und auch wieder komplett gebaut. Und damit kann ich das dann wunderbar auch beenden. Das jetzt auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben in die Möglichkeiten von 3D-Connexion mit der 3D-Maus. Wer mehr über die Maus erfahren möchte, der findet in der Videobeschreibung noch weitere Informationen. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Spaß. Einmal mit 3D-Connexion, aber auch natürlich mit Fusion 360.